Da ist die Kamera. Vielen Dank, dass Sie die Kamera gemacht haben. Vielen Dank. Wie lange hält das? Ja, du kennst es doch, wir hatten das Ding auch immer. Das hält ja richtig lange. Bei uns waren immer an den Wochenenden teilweise 50 Leute vor der Tür. Da war ein Lagerfeuer und die Leute waren halt alle, das war so eine Attraktion einfach. Ne? Wir haben so ein bisschen außerhalb gewohnt in Hamburg. Die ganzen Kids und alle Leute, die da so waren, das war für die natürlich spannend, uns dann den ganzen Tag anzugucken. Und dann sind Leute bei uns eingebrochen und das war für uns so das Letzte, weil wir hatten schon einen 2 Meter hohen Zaun und eigentlich Security die ganze Zeit und wir haben nur den Anruf bekommen und ich wusste schon, ach du Scheiße. Unsere ganzen persönlichen Sachen waren draußen, von mir lagen überall Unterwäsche und Fotos und Songtexte. Ich weiß noch, wir sind dann ins Haus gegangen wieder und ich wusste, ich kann da jetzt nicht noch eine Nacht schlafen. Und allein der Gedanke, dass ich weiß, dass die Leute, die da drin waren, ja wahrscheinlich vor meinem Tor stehen die ganze Zeit und sich noch drüber freuen. Es war halt auch so ein Nerventerror. Es waren ja teilweise auch echt Leute, die da gelebt haben. Das war ja kein normales, ich frage mal nach einem Autogramm und hol mir mal ein Foto, sondern das war halt eine konstante Belagerung. Also für mich war das so, ich wusste, ich kann hier nie wieder irgendwie Zeit verbringen. Wir haben dann unsere Sachen gepackt, haben gesagt, okay, komm, wir hauen jetzt einfach ab ins Ausland. Und dann haben wir online ein Haus ausgesucht, Privatjet gemietet. Jeder hatte irgendwie 8 Koffer dabei und den Rest haben wir auf den Container gepackt und dann sind wir abgehauen. Und jetzt sind wir seit 6 Jahren hier. Ich dachte, den hat's in meinem Auto. Kommen Sie da. Komm her. Sag mal, siehst du Kappa noch? If you let yourself come undone, oder doch? Doch, nee, ist überlappt, glaube ich. Nee. Ich muss mir noch mal anhören. Irgendwas fiel mir gestern auf beim Durchhören und dann dachte ich so, so richtig, finde ich nicht so richtig gut irgendwie. Mir nicht aufgefallen. Ach genau, ich glaube in der zweiten Strophe. Make me drown into my blues. Und dann geht das andere schon drüber. If you really feel the same. Das geht dann schon quasi, weil es länger ist, glaube ich. Let me drown, das ist so ein bisschen nachgesetzt. Let me drown into my blues.
Lisa? Mike, do you think they're gonna take our luggage? I hope so. I hope no one's gonna take it, and the fan's gonna take it. If this is gonna be the traffic when we go to the venue, then we have to leave like now. Yeah. Just gotta go. Oh Gott. Warum hast du kein Internet? Dann könnte man mal hier. Kann ich mal jemand die Route anmachen auf Google Maps oder so? Mein Akku ist leer. Die Entscheidung war eigentlich relativ klar, dass die Zwillinge nach LA gehen. Ich an ihrer Stelle hätte ganz genau das Gleiche entschieden. Ich wäre auch weggegangen und hätte das nicht mehr ausgehalten. Es war schon von vornherein so, dass sie schon längere Zeit einen Zweitwohnsitz da gesucht haben, weil sie einfach die Stadt toll gefunden haben und einfach raus wollten. Das war wirklich kein Leben mehr. Also sie haben in einem Haus mit einem riesen Zaun drum gewohnt. Ich hätte das nicht eine Woche ausgehalten da drin. Da war ja immer was los. Also du konntest ja nicht in Ruhe kacken gehen, sag ich mal. Ohne dass ja irgendwie irgendein Tobabo war oder sonst irgendwas. Das war ja zum Glück bei uns nicht so. Also gut, bei meinen Eltern vor der Tür ist immer irgendwann ein polnischer Reisebus angekommen mit 4 Schulklassen. So, ne? Aber die waren ja auch innerhalb von einem Tag dann wieder weg. So. Und da waren wir aber unterwegs und mein Vater ist dann runtergegangen, hat dann Autogrammkarten verteilt. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch die beste Lösung, die sie treffen konnten. Ist jetzt irgendwie auch bloß ein paar Flugstunden entfernt. Nein. Als wir nach Los Angeles gezogen sind, erstmal kannten wir die Stadt eigentlich gar nicht. Aber ich fand LA schon immer irgendwie relativ aufregend. Das erste Konzert, das wir hier gespielt haben, da waren gute Leute da und es war alles so. Das hatte irgendwie so einen Reiz, vor allem so dieses Nachtleben. Es ist einfach so ein Melting Pot aus unglaublich vielen Ländern und Regionen der ganzen Welt und alle kommen her, um irgendwas zu erreichen. Und das war eigentlich auch für uns so schön, weil wir hierher gekommen sind, um eben das Gegenteil zu machen, nämlich gar nichts zu erreichen. Wir wollten einfach nur ein bisschen mal unser Leben leben und gar nicht so im Spotlight stehen. Was mir an LA vor allem gefällt, ist die Anonymität. Wir haben in einer Zeit festgestellt, krass, wir können hier ein Leben führen, wo wir gedacht haben, das gibt's gar nicht mehr für uns irgendwo da draußen so. Vorher in Deutschland haben wir nie was alleine gemacht. Ne? Also so diese normalen Alltagssituationen, was für andere Leute ganz normal ist, so vom Einkaufen von Lebensmitteln bis beim Flughafen einchecken. Ich muss sagen, wir machen schon viel mehr selbst als früher. Also das ist so ein bisschen, ich habe hier Erfahrungen gemacht wie, keine Ahnung, zum DMV gehen und meinen Führerschein machen oder so. Das waren für mich zum Beispiel schon total befreiende Erfahrungen oder alles Mögliche. Also ich meine, allein selbst hier in ein Restaurant zu gehen, um was zu essen oder ins Kino zu gehen oder zu entscheiden, was mache ich heute Abend, das sind alles schon so Sachen, die konnten wir ja nicht mal im Ansatz in Deutschland. Also mit einem Assistenten, der jetzt hier ist, fühlt sich das schon an, dass wir uns das so ein bisschen zurückholen. Also so ein bisschen eigenständiger werden. Und darum so, als wir dann so die ersten Sachen auch hier so allein gemacht haben, das war schon eine Umstellung auf jeden Fall. Und darum war das für uns optimal. Aber wenn man jetzt so 6 Jahre hier ist, dann denkt man schon manchmal so seine Freunde, seine richtig engen Freunde und die Familie und diese Geborgenheit so ein bisschen, das hast du dann schon in Deutschland, wenn du nach Hause kommst, dass du denkst so, ach, ist so familiär, es fühlt sich irgendwie so klein und gemütlich an. Ich habe ja eine Zeit lang auch in Hamburg gewohnt. Ich glaube, ich habe da 2,5 Jahre oder so gelebt. Habe dann aber nach einer Zeit festgestellt, dass ich immer, wenn ich einen Tag frei hatte, nach Magdeburg gefahren bin, um irgendwie meine Freunde und meine Familie zu sehen. Deswegen kam dann irgendwann die Entscheidung, dass ich einfach wieder zurück nach Magdeburg ziehe, weil es mehr Sinn gemacht hat. Na, das ist doch hübsch. Amerika ist an sich ganz cool. LA ist für ein paar Wochen alles schön, alles super, aber dann bin ich auch wieder froh, zu Hause zu sein. Ich mag Magdeburg gerne. Ich bin hier auch gerne groß geworden. Meine Freunde von früher sind hier alle, mit denen ich auch immer noch viel Kontakt habe. Das ist einfach mehr wert, als in einer meinetwegen schöneren Stadt zu wohnen. Du hast die Elbe hier, du bist
fährst eine Viertelstunde, bist mitten im Wald irgendwie, kannst mit dem Hund spazieren gehen, hast deine Ruhe. Humba, hey! Nein! Na, raus da! Humba! Mensch! Wir sind als Band gar nicht mehr groß zusammen, dass wir große Studios mieten und eigentlich zusammen jetzt irgendwie einfach mal drauf los jammen und so Songs schreiben, sondern es ist eigentlich eher so, dass die Songs schon vorher eigentlich relativ weit sind. Es gibt immer schon Demos. Wir haben jetzt angefangen irgendwie in Berlin im Januar und haben da erstmal so durchgehört. Erstmal Material durchgehört, was ich schon gemacht habe. Und dann haben wir da, glaube ich, 5, 6 Songs geschrieben. She said, but don't cry. She said, but don't cry. Cry. Genau, mach nochmal. She said, but don't cry. She said, but don't cry. It's such a Okay, mach nochmal. Dann versuche ich immer relativ früh dann auch schon mit der Band irgendwie Sachen aufzunehmen. Also das heißt, ich recorde dann zum Beispiel ein bisschen Bass mit Georg, dann Live-Drums. Zum Finishen zum Beispiel, wenn ich so einen Song fertig mache, dann machen wir das oft gar nicht mehr als Band zusammen. Aber ich recorde mit den beiden, habe mit den beiden jetzt relativ früh einfach so Sachen aufgenommen. Aber es ist nie so, dass wir zusammen alle wie in so einem großen Studio stehen und jetzt irgendwie in verschiedenen Räumen zusammen spielen und das dann einer live aufnimmt oder so. Aber so war es ehrlich gesagt noch nie. Nee. Obwohl das einfach, ja, das wäre früher vielleicht noch eher der Fall gewesen, weil die Musik da noch mehr, einfach bandmäßiger war. Heute ist es einfach so elektronisch, dass wir so diese Strukturen einfach total aufbrechen, ne? Das Internet macht es einfach möglich, dass man heute einfach Sachen hin und her schickt und wenn wir auch was brauchen, dass wir dann eben mal kurz sagen können, hier, schick mal das und das. Wenn Tom und ich das dann finishen und das fertig machen, dann sind die beiden natürlich auch mal im Loop und kriegen das dann immer rüber. Ich glaube, für Georg und Gustav war das schon am Anfang ein bisschen komisch, dass wir auf einmal nicht mehr in der gleichen Zeitzone sind einfach. Und da haben wir ja ein Jahr lang auch gar nichts gemacht erstmal. Das war auch so ungewiss, aber das wussten schon alle. Also wir haben auch der Plattenfirma gesagt, so, wir melden uns. Also Georg und Gustav wurden in den Entscheidungsprozess da jetzt nicht mit einbezogen. Wie so oft nicht, muss man auch dazu sagen. Also es ist ganz oft so, dass wir eigentlich gar nicht groß irgendwelche Sachen besprechen. Also gerade bei Bill und mir, das kennen die nicht anders. Also wir waren in Kontakt, ne? So ist das nicht. Es ist jetzt nicht, dass wir nie gesprochen haben. Aber ich glaube, alle haben auch irgendwie versucht, das so ein bisschen zu respektieren und uns mal machen zu lassen und uns da jetzt nicht noch zusätzlich zu stressen. Und ich glaube, bei Georg und Gustav war das auch so. Die haben eher versucht, uns so ein bisschen Raum zu geben und uns in Ruhe zu lassen. Und haben uns den Platz gegeben, aber die haben sich bestimmt Gedanken gemacht. Wir kannten uns ja auch schon mehr als 10 Jahre. Und das Vertrauensverhältnis war so groß, dass ich eigentlich wusste, dass die Jungs jetzt zwar irgendwie eine Auszeit brauchen, aber dass es auf jeden Fall irgendwann weitergehen wird. Wie und in welcher Form, das haben wir einfach auf uns zukommen lassen. Klar, man hat sich dann auch mal nicht gehört, aber dann hat man natürlich auch wieder miteinander geskypt und hat wieder miteinander gesprochen, dann ist auch alles wieder gut. Also klar, wir wussten dann auch relativ schnell eigentlich auch wieder, trotz dessen ja alles irgendwie ein bisschen anstrengend war, dass es ja trotzdem weitergeht. Es war ja im Prinzip schon ein Stopp von 0 auf 100 2010. Aber ich fand das ehrlich, also die Anfangsphase fand ich einfach nur genial, weil ich habe eigentlich all die Dinge aufgeholt, die ich so verpasst habe in den Jahren davor. Also ich habe mir ein Fahrrad gekauft, bin Fahrrad gefahren,
Hab gefeiert, hab irgendwie einfach Spaß gehabt und Sachen gemacht, die ich davor vermisst habe. Natürlich kam dann irgendwann der Punkt, wo man gesagt hat, so, was machst du heute? Aber ich habe das immer relativ gut kompensiert bekommen. Das war kurzzeitig ein Loch, weil da entstand diese Situation. Du bist jetzt zu Hause und du weißt aber, in nächster Zeit ist nichts. Weil es auch wirklich einfach keinen Plan gab. Wie du wieder aussiehst, du. Die beiden haben natürlich auch ein ganz anderes Konstrukt. Ne? Also die leben wesentlich einfacher als Tom und ich. Und Tom und ich waren da immer sehr viel exzentrischer mit unserem Lebensstil und auch mit unserem Geld und was wir ausgegeben haben. Für uns wäre das gar nicht gegangen, so simpel in Magdeburg irgendwo wohnen zu bleiben und irgendwo ein cooles Penthouse zu nehmen oder so. Aber für die beiden, was die da so aufbringen müssen, das war bei uns irgendwie dann eher die Poolrechnung im Monat. Derjenige, der am besten dasteht von allen, ist, glaube ich, sowieso Georg. Alles, was Finanzen angeht, macht er mit der Band. Und der ist ein Fuchs, der weiß genau, wie man mit Geld umgeht. Im Gegenteil zu Bill und mir. Bei uns kommt und geht das Geld rein und raus den ganzen Tag. In Magdeburg, da hast du ja wahrscheinlich Fixkosten von 2.000 € im Monat. Da kannst du ein paar Jahrhunderte überleben von den Platteneinnahmen. Bis du selbst bist frei. Und wenn es das Letzte ist, frei. Auch wenn es weh tut, schrei so laut du kannst. Wir können uns den Erfolg auch nicht so richtig erklären. Wir sind zum ersten Mal hier und haben gleich eine ausverkaufte Show. Unfassbar, wie viele Leute hier immer sind. Frei. Bis du selbst bist frei. Und wenn es das Letzte ist, frei. Auch wenn es weh tut, schrei so laut du kannst. Frei. Wir waren Ewigkeiten unterwegs, über Jahre hinweg, jeden Tag irgendwo anders. Wo du ja irgendwo dann gedacht hast, so, boah, irgendwann ist die Luft raus. Und wir waren ja auch noch viel in Japan, waren wir ja noch drüben. Da haben wir noch Touren gespielt und zu Ende gespielt. Und es war, ja, im Endeffekt haben alle von einem Comeback gesprochen. Und jetzt war es ja mit Kings of Suburbia eigentlich schon wieder das zweite Comeback, so nach dem Motto, wo ich mir denke, ja gut, soll das jeder halten, wie er möchte. Man muss irgendwann aufpassen, wenn man so eine lange Pause macht. Und das war, glaube ich, die Befürchtung bei der Plattenfirma und bei allen anderen Leuten und bei uns selbst auch teilweise, dass man, wenn man so eine lange Pause macht, schon gucken muss, dass man den Punkt nicht überschreitet, irgendwann einfach gar nichts mehr zu machen. Und da musst du natürlich definitiv gucken, dass man auch mal wieder was hinkriegt irgendwann. Höre. Freundchen. Aber sitz. Sitz.